Nach unserem Aufenthalt in Shanghai bewegen wir uns nun in einem großen Sprung nach Norden quer durch das Gelbe Meer. Unser neues Ziel ist Tianjin, mit 14 Millionen Einwohnern siebtgrößte Stadt Chinas, die wir gegen Mittag des übernächsten Tages erreichen. Den Nachmittag des ersten Aufenthaltstags möchten wir für einen Ausflug in das immerhin 80 Kilometer entfernte Zentrum der Hafenstadt nutzen. In flotter Fahrt nähern wir uns dem Innenbereich der sich attraktiv beiderseits des Flusses Haihe ausbreitenden Stadt. Größter Magnet sowohl für Stadtbewohner als auch Touristen ist hier die Ancient Cultural Street oder Alte Kulturstraße, tatsächlich ein ausgedehntes Areal verschiedener Fußgängerstraßen, in denen der historische Baustil der Qing-Dynastie in besonderer Weise gewürdigt wird. Direkt angrenzend an das quirlige Viertel befindet sich ein Gegenpol, wie er größer wohl kaum sein könnte. Ein Konfuzius-Tempel aus dem 15. Jahrhundert, der getreu dem Lebensmotto seines Namensgebers für Ruhe und friedliche Stille steht. Die Ideale von Harmonie und Struktur spiegeln sich eindrucksvoll in der Architektur wider. Beeindruckt von der schlichten Eleganz des Tempels verlassen wir im späten Licht der Abendsonne das Stadtzentrum und kehren zum Hafen zurück. Am nächsten Tag haben wir die Wahl. Wollen wir das ca. 180 Kilometer entfernte Peking besuchen oder einen besonders schönen Abschnitt der in den Bergen gelegenen chinesischen Mauer? Wir entscheiden uns schließlich für das Bauwerk mit dem weltweiten Alleinstellungscharakter, die große chinesische Mauer. Die ca. dreistündige Anfahrt dorthin verläuft zunächst überwiegend durch eine weite Kulturebene. Mit dem Erreichen des Berglandes kündigt sich die allmähliche Annäherung an unser Ziel an. Huangguan ist ein restaurierter Abschnitt der insgesamt über 6000 Kilometer langen Schutzanlage, über die wir uns zunächst einen kleinen Überblick von der Brücke über den Fluss Jiu verschaffen wollen. Danach besteigen wir den westlichen Abschnitt der Mauer bis zu einem schönen Aussichtspunkt. Durch ein attraktives Eingangstor betritt man den Basisbereich der Schutzanlage. Wenig später befinden wir uns auf der Brücke über den Fluss Jiu, der sich attraktiv durch den Talboden windet.
Nach Osten hin erkennt man einen besonders steil ansteigenden und dennoch offensichtlich gut besuchten Abschnitt der aus der Ming-Zeit stammenden Maueranlage. Auch der westliche Mauerabschnitt präsentiert sich attraktiv, jedoch offensichtlich etwas weniger fordernd, weshalb wir uns für einen Aufstieg in diese Richtung entscheiden. Noch haben wir gut lachen, denn der erste Anstieg ist noch recht gemäßigt, obwohl uns Körperhaltung und Mimik entgegenkommender Touristen Warnung genug sein sollten. Spätestens mit Erreichen des ersten Wachturms ist der gemütliche Teil vorbei. Tapfer kämpfen wir uns Schritt für Schritt nach oben. Schließlich haben wir unseren Zielpunkt erreicht und wir genießen während einer längeren Atempause die schöne Aussicht auf die Landschaft und die Anstrengungen anderer Touristen. Der Abstieg hält tolle Aussichten bereit, ist jedoch durchaus mit Vorsicht anzugehen. Nun haben wir den Ausgangspunkt unserer Mauertour wieder erreicht. In einem schönen Restaurant holen wir unsere Lebensgeister wieder zurück.